Das ist er. Ja, er bereitet schon mal den Motor vor im Alpine Centre, denn wir möchten euch heute mal einen Blick bei einem Standard Alpine auf den Motor gönnen. Und ich grüße dich. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Hallo, ich bin der Marc Alpin Jakob, so nenne ich mich jetzt gerne. Marc ist echt, Jakob ist auch echt. Alpine Advisor im Alpine Centre Saarbrücken. So, du baust mal gerade das Auto ein bisschen auseinander, denn normalerweise ist diese Scheibe hinter einer weiteren Scheibe und das bedeutet, dass man nicht an den Motor üblicherweise rankommt und es gibt einige Rändelschrauben, die sind eigentlich dem, sage ich jetzt mal, Service vorbehalten und die werden wir jetzt gleich mal ein bisschen lösen, dass wir da mal rankommen. Das Ganze ist ein Mittelmotor, der Motor befindet sich hier genau an der Stelle. Ich gucke mal gerade, 54% sind auf der Hinterachse und der Marc, der hat schon mal einen Motor vorbereitet. Das geht dann. Eine Schraube rechts bei der blauen leider mehr als handfest festgedreht, die bekomme ich nicht auf. Ich zeige das mal gerade, dann gehen wir zur weißen. Das System ist das gleiche, das sind so Flügelschrauben, 3 Stück in Karosserieverstärkung. Die halten die Scheibe fest. Die war jetzt gut festgemacht. Die war zu fest. Ist der Motor der gleiche? Der Motor ist absolut identisch. Sehr schön. So, das ist der Kofferraum hinten. Du hast mir erzählt, der wird auch warm. Der wird warm. Jetzt öffne ich die gesamte Heckscheibe. Hier im Sauerland sagen wir eben so gern, da ist der Stecken. Der Stecken. Und dann sehen wir den Motor. So. Muss ich da noch ein bisschen abbauen? Ja, das macht er mal gerade. Also wir haben 2 Ventilatoren, die elektrisch funktionieren. Selbstverständlich. Elektrisch, nicht hydraulisch. Und hier übrigens ist nochmal eine Trennscheibe vorne zum Motorraum. Das heißt, man kann zwar auf den Motor schauen, aber man kommt nicht direkt ran. So, und der Marc, der holt mal, was holst du, eine Münze? Mein letztes Taschengeld. Das letzte Taschengeld, ein 50-Cent-Stück. Und dann drehen wir mal die Abdeckung auf. Das ist gedacht für einen Servicetechniker. Ganz genau. Ich zeige das aber jedem Kunden gerne. Auf Wunsch. Das ist einfach, das sind 8 Mal. Wir haben eben gesehen bei der S, da gibt es hier sogar schon einen Haken dran, dass man gar nicht ein Hilfsmittel braucht. Man kann natürlich genauso den Stick vom Einkaufswagen holen. Und dann kann man das ganz normal abheben und nach rechts kippen. So, und da ist das Triebwerk. Ich habe eben vorgelesen, du kannst so ein Auto mit knapp über 5 Liter fahren, wenn du unbedingt willst. Wenn ich das will, ja. Allerdings nicht Sinn der Sache. Ich sag mal, anständig gefahren zwischen 8 und 10 Liter. Wir tanken auch hier nur Super Plus in der höchsten Oktanzahl, die wir überhaupt bekommen. Zugelassen allerdings schon für 95 E10. Also falls ich nichts anderes kriege, geht das auch. Genau, geht das auch. So, und dann, aber er ist sparsam, denn das Fahrzeug wiegt nur knapp über 1100 Kilo. Und hier sieht man sehr schön orangefarbene, was ist das, Luft? Ladeluftkühlung und orange. Das hier gelb, das ist für Öl. Das heißt, ich kann also auch bei diesem modernen Fahrzeug immer noch händisch selbst Öl prüfen. Das empfehlen wir auch nach 3000 Kilometer, dass man dann selber mal schaut. Ansonsten Anzeige übers Armaturenbrett, wenn Ölstand geprüft werden soll oder eben auf Minimum ist. Jetzt habt ihr schon ein paar verkauft, ungefähr wie viel habt ihr? Schwer zu sagen. Einige Dutzend? So wir sind gut dreistellig, 150 etwa. 150. Gab es schon Motorschaden? Nein, weder Motor- noch Getriebeschaden. Nichts? Nein. Gott, das ist ja schon mal eine Aussage, oder? Daher, es ist ja auch ein... das haben wir nicht abgesprochen, weil die Antwort kam so schnell. Ja, nein, also mechanisch haben wir wirklich keine Probleme. Was war denn schon mal? Ja auch was gab es denn schon mal? Gab es gar nichts? Oder? Doch, natürlich. Es gab einmal ein Problem an der Benzinpumpe. Das ist ein ganz klassisches Anbauteil sozusagen. Und es gab eine Charge, wo wir Probleme mit den, also nicht nur hier, sondern Alpine, mit den Frontscheiben hatte. Die sind eben auch extrem dünn und dann kam es sogar im Stand zu Rissen an der A-Säule in die Scheibe rein. Okay. Das war aber die Scheibe, die... Nur die Scheibe, genau. Ja. Die war eben von schlechterer Qualität. Mittlerweile haben wir da Änderungen in der Konfiguration und entsprechend ist das nicht mehr aufgetaucht. Ja, aber jetzt irgendwelche Elektronikfehler, Motorfehler? Nein. Der Motor ist ja ein, wie soll ich es mal nennen, ausgeliehenes Triebwerk. Der wird ja genauso im Renault Megane RS verbaut. Das heißt, das ist ein
irgendwo Großserientriebwerk. Das ist auch wichtig. Das heißt, das Ding wird in großen Stückzahlen gebaut, funktioniert, hat keine Kinderkrankheiten. Ganz genau, keine Kinderkrankheiten. Da gehen auch nur 4,5 Liter Öl rein. Mit der Spezifikation 0W40 haben wir alles am Lager. Und mein Mechaniker ist da voll drin, sehr firm, was die ganze Servicegeschichte angeht. Reparaturen, wie gesagt. Cool ist die Motorhalterung hier. Ist das Alu oder was ist das? Das ist Stahl. Was meinst du jetzt? Hier die Motorhalterung, die Aufnahme von dem Motor. Da? Ja. Das müsste Stahl sein. Muss Stahl sein. Ja, ich hab ja keine Ahnung. Weißt du, das Schöne ist ja bei solchen Autos, du musst nicht mehr den Werkzeugkoffer dabei haben wie früher. Das war ja nicht schrauben können, 3 Jahre Garantie bis zu 100.000 Kilometer. Ich meine, das spricht einfach schon für die Qualität des Fahrzeugs, für das Vertrauen der Firma in das Fahrzeug und auch die Serviceintervalle entweder alle 12 Monate oder 20.000 Kilometer. Ja, also ganz normal. So, wir gucken mal den blauen an. Das ist eine Farbe, die kostet richtig Schotter. Denn ich sag mal, ohne Aufpreis gibt es auch eine Farbe? Weiß oder? Ja, ein normales Weiß. Das da ist ein Metallic Weiß. Ich habe auch alle Farben normal noch hier. Ich schwenke mal ganz kurz rüber, dass man das sieht. Das ist das Arktis Weiß. Das ist ein normales Weiß. Das kostet keinen Aufpreis. Alle anderen Farben, dieses Metallic. Hier das Bleu Alpin. Hier haben wir noch ein besonderes dunkelblaues. Sag mal, das schimmert so schön. Ja, wenn man das richtig ins Licht hält, das ist wunderbar. Nee, wenn du es nochmal nach unten machst. Genau. Nee, wenn du es mal kurz nach unten machst und mir nochmal in die Kamera hältst. Nimmst du mal ein Stück raus. Da hat man so richtig schön. Tiefseeblau nennt sich das. Ja. Das ist eine sehr schöne Farbe. Krass. Dann haben wir noch das normale Grau als Metallic. Haben wir auch da mal ganz langsam halten und mal so ein bisschen drehen hin und her. Das schimmert auch schön. Ja. Dann haben wir noch das ganz, ganz seltene Schwarz. Ich bin froh, dass ich die S in Schwarz hier habe seit... Genau, zeige ich mal gerade. Da haben wir eben noch ein Video gedreht. Hier vorne steht er in Schwarz. Können Sie sich noch mal extra angucken, sogar gegen das Licht. Sieht er cool aus, aber so richtig schön ist er natürlich im Licht. Ist eine seltene Farbe, weil kaum einer den in Schwarz bestellt, sondern alle bestellen den tatsächlich in diesem Blau hier. 70-80%, sagst du, Marc, oder? Gut 80%. Gut 80%. Das ist einfach die klassische Farbe. Hier haben wir die Alpine A110 als Legende. Das heißt, wir haben hier gewisse Änderungen zur Basis Pure. Vor allem wichtig, wir haben immer Einparkhilfe vorne, hinten inklusive Kamera. Und wir haben wunderschöne, sehr komfortable, als Option auch heizbare Komfortsitze. So, wenn du mal ganz kurz da mal stehen bleibst, ist das denn jetzt hier die Basisversion oder ist das schon eine Sonderausstattung? Das ist eine von 2 Linien, nämlich die höhere Linie, Legende heißt sie. Hier nochmal mit etlichen Extras verfeinert. Zum Beispiel, dass die Sitze, die wir uns gleich ansehen, optional eben beheizbar sind. Ich habe auch hier die Brembo-Bremsen verbaut, 320 mm Scheiben vorne, hinten. Ich habe hier ein Sonderrad drauf, das nennt sich Serac. Ich habe vorne das Alpin-Monogramm drauf und im Gegensatz zur S möchte ich hier nochmal zeigen, deswegen ist ja auch ein Grund, warum die Alpine in Frankreich so populär ist. Die Alpine benutzt hier die Trikolore. Warte, ich zeig's gerade mal von hinten, bevor wir zu sehr ausschweifen, weil auch hinten sieht er scharf aus. Mittelmotor? Mittelmotor, ganz genau, Hinterradantrieb, 252 PS, abgeriegelt bei 250 Stundenkilometer. Die mittig verbaute Auspuffanlage, die gleiche, hier auch als Klappenauspuff wie bei der S. Ich muss wirklich sagen, diese blaue, das ist so das Standard-Luxusmodell, so wurde sie oft bestellt, die Farbe und diese Ausstattung. Höchstgeschwindigkeit, was fährt da? Bitte? Die Höchstgeschwindigkeit? Bei 250 ist die Legende abgeregelt. Naja, in Frankreich spielt es keine Rolle, aber in Deutschland, ich glaube 130 und 110 bei Regen. Ja, ganz genau. Ja, aber die Franzosen haben dafür viel Landstraßen. Ich habe also einige Kunden, die fahren in der Einrichtung, um zu schauen, ob jemand da steht, und zwar die Police Municipal, und dann fahren sie wieder zurück mit Vollgas. Echt? Ja, das gibt's. Wahnsinn. Das behalten wir für uns, oder? Das senden wir nicht. Ich habe ja keinen Namen genannt. Stimmt. So, das heißt,
Da steht er jetzt in blau. Da vorne ist der Kofferraum, mach mal auf. Vorne ist der Kofferraum. Die Farbe steht ihm schon gut, muss man sagen. Das mit dem Blau. Was ist der Aufpreis von dem Blau? 1.740 € brutto. Inklusive Steuer. Inklusive, jawohl. 1.000, wie viel? 740. So, dann habe ich hier einen Kofferraum, der so groß ist wie mein Hundekörbchen. Ja, Passen aber zwei. es passen 2 Hartschalenkoffer rein, Maßanfertigung. Hast du einen da? Babys? Nein, leider nicht. Die werden uns leider immer aus den Händen gerissen. Es würde ein Baby reinpassen, ein paar Weinkisten, die kleinen. Ja, ausreichend für ein Wochenende, für 2 Personen. Ganz schön billig gemacht, noch nicht mal hier eine Schlimm. Abdeckung. Ja, ganz schlimm. Gott sei Dank, weil wir sparen an Gewicht. Und das ist sensationell. 1100, wie viel Kilo? 1100 so viel Kilo, je nach Ausstattung. Also, Entschuldigung, über 1200 kommen wir bei keiner Alpine. Das ist phänomenal. Also ich denke mal 1200 Kilo bei so einem Sportwagen, da bist du einige 100 Kilo leichter als vergleichbare Sportwagen. Wobei es gibt ja keinen Vergleich mit dem Mittelmotor. Da fällt mir immer so ein aus Zuffenhausen ein Fahrzeug, Absolut. was mit B anfängt. Und ist aber was anderes. Du fährst in Alpinen. Wir fahren hier Alpine, wir vertreiben hier die Alpine. Es ist von der Klasse her das Gleiche. Es hat vielleicht in Deutschland nicht das gleiche Renommee, aber weltweit gesehen einfach ein Premium-Nischenprodukt. Man kann sagen, circa 9.500 Stück sind seit dem Jahr 2018 gebaut worden in Dieppe und wir hoffen, dass noch viele Tausende dazukommen. So, mach nochmal zu, denn er sieht viel schöner aus, wenn es zu ist. Denn so können wir auch während der Fahrt nichts sehen. Nicht offen wäre. So, und so sieht er. Ich suche immer noch die Stelle, wo er fürs Standbild, genau, wenn du mal kurz nach rechts nochmal trittst, Marc. Nee, nach rechts. Dann kann ich nämlich nochmal draufhalten und mir was aussuchen, wie wir gleich für das Standbild fürs Internet machen. Ungefähr so oder so. Boah, der ist total schön. Ja, Preis. Man braucht natürlich ein gefülltes Portemonnaie für das Fahrzeug. Ja, ich finde, für die Fahrleistung, für die Exklusivität ist der Preis absolut akzeptabel. Sag mal. Die Legende, die eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade alles will, bei 59.000 beginnt. Okay, dann kommt noch die Farbe dazu. Hier wurden eben sehr, sehr viele Optionen verbaut. Dann komme ich ganz schnell natürlich von den 59 auf 67. Hier inklusive 67,699. 16% Mehrwertsteuer, Überführung, Zulassung etc. Alles dabei, aber der Unterhalt ist günstig und ich fahre ein Fahrzeug, das nicht jeder fährt, wo ich teilweise sehr, sehr viel positives Feedback bekomme. So, CO2-Effizienzklasse E, allerdings kombinierter Verbrauch 6,4 Liter. Das heißt also, wenn ich will, das ist so, das heißt, ich will es wirklich drauf ankommen lassen, kann ich... Ich kann wirklich mit einer 6 vor dem Komma fahren. Das ist gar kein Das Thema. geht. Dann bin ich kein Das geht wirklich. übrigens auch bei Porsche, muss ich sagen. Also ich bin ja auch mal, also wenn man sich zusammenreißt und ich sag mal auf der Autobahn auch 120 fährt, dann ist da auch eine 6, irgendwas dabei. Ich hatte mal einen 6-Zylinder 11er, den konntest du fahren mit 7 Liter. Ja. Das ging. Also das ist du nicht wirklich. Nee, das stimmt nicht. Also es ist ja immer so, die Frage, wie ist denn die Geräuschentwicklung, wenn du jetzt so 130 fährst auf der Autobahn? Ist das ein Brüllwürfel oder geht's? Ich kann mich noch sehr gut mit meinem Nebenmann unterhalten. Ich kann auch, wenn ich will, Radio hören. Es ist auch eine Frage, ist der Klappenauspuff verbaut? Habe ich ihn aktiviert, dass die Klappen offen sind? Es ist ein, in meinen Augen, Sportwagen mit einem absolut hohen Restkomfort, den man auch für eine Langstrecke nutzen kann. Man muss damit nicht nur auf die Rennstrecke fahren, ganz im Gegenteil. Ja, ganz krass. Wir gucken uns mal gerade die Sitze an. Wenn du mal gerade hier die Beifahrerseite mal aufmachst, dann das Starke bei den Sitzen ist der Seitenhalt. Trotzdem hat man einen straffen Komfort, also nicht so, wie man das bei den Franzosen sonst gewohnt ist, dass man so ins Sofa fällt. Ja, da sind echte Komfort-Sportsitze. Also sie halten sowohl unten als auch oben im Schulterbereich. Die sind auch von Sabelt und hier eben Vollleder in Schwarz. Ansonsten könnte man das noch in dunkelbraun bestellen mit der Option zweistufiger Sitzheizung. Okay, die ist dann drin. Das heißt also, aus Gewichtsgründen kann man auch die Sitzheizung weglassen.
Du empfiehlst schon mal Sitzheizung im Wiederverkauf? Ja, für den Wiederverkauf und auch wenn man das Fahrzeug als Vollledersitz eben in der kalten Jahreszeit nutzen will, sollte man sich schon die Option Sitzheizung gönnen. Hier habe ich eben den Vorteil im Vergleich zur S oder zur Pure. Diese Sitze sind eben von Hand in der Höhe verstellbar, natürlich längs verstellbar. Wir nennen es 6-Wege-Verstellung, oben, unten, vorne, hinten, die Neigung. Das kann man alles machen. Ohne Motor natürlich, ich muss händisch eingreifen. Stichwort Gewicht. Sag mal, Assistenzsysteme sind mit drin, gibt es sowas? Das heißt also ESP? Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben, klar. Wir haben nur das verbaut, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gibt keine Abstandsregel, sonst irgendwas Modernes. Das ist ein Sportwagen. Das heißt, es gibt aber ABS, ESP. Das heißt, also ich kann den... Ja gut, ich kann den im Winter sogar fahren. Das heißt, es gibt auch Winterreifen für die Felgen? Jawohl, das haben wir auch. Ich frage mal so, weil ich hatte letztes Mal einen Sportwagen, da gab es keine Winterreifen. Nein, haben wir für die Legende schon von Beginn an. Mittlerweile kann auch Alpine für die starke S mit der etwas breiteren Basisbereifung einen komplett Winterradsatz anbieten. So, ich zeige mal gerade, hier vorne hat man noch mal eine Felge neue, die mit drin ist. Was ist das für eine Felge? Das ist die Original-Legende-Felge, die im Stil ein bisschen an die 80er Jahre erinnert. Ja, hier steht er. Wir gehen mal kurz rein. Da schauen wir uns das Fahrzeug mal von innen an, denn hier ist die Kühlung mit drin. Es wird ja unter anderem Lufteinlass. Die Ladeluft wird ja gekühlt. Es ist ein Turbo. 4-Zylinder, 1,8 Liter Turbo-Benziner. 4-Zylinder, 1,8 Liter Turbo hat er gesagt. Und hier sieht man sehr schön das Lenkrad. Ja, mit der blauen 12-Uhr-Markierung, das haben wir ja auch schon gelernt. Hier haben wir sogar das blaue Emblem auf dem Lenkrad. Also das ist wirklich eine richtig schöne, coole, hochgerüstete Legende. Ja, du hast auch hier vorne nochmal die Trikolore mit so einem Steppmuster im Leder drin. Das ist eine feine Sache. Und die Legende hat eben immer die glänzende Carbonverarbeitung. Ja, das sieht man hier oben drauf. Das heißt, also ich habe hier ein Cockpit mit Carbon mit drin, habe hier dann das Cockpit in der Mitte, das ist voll digital. Das ist ein voll digitales mit 3 verschiedenen Ebenen. Wenn ich mal starten darf. Da ist ein Klappenauspuff. Hier ist der Klappenauspuff verbaut, ganz genau. Man hat jetzt ganz kurz gesehen, am Anfang gibt es eine kleine Diagnose, da hat er mir ein OK gegeben. Im Normalmodus wird immer gestartet. Wenn ich einmal den Zauberknopf drücke hier am Lenkrad, kann man sich wie früher der Schumi fühlen, habe ich den Sportmodus. Das Layout ändert sich. Der Automat schaltet später hoch, früher zurück. Ich habe andere Angaben wie direkt DPS und Newtonmeter. Wenn ich dann noch mal länger drauf drücke, komme ich sogar noch in den Track-Modus. Da sind die ganzen Helferlein ausgeschaltet und die Drehzahl ist absolut wichtig platziert. So, gib mal ein bisschen Gas. So, das ist praktisch ohne Klappenauspuff, der ist gerade zugegangen. Das ist der Klappenauspuff, aber da Neuwagen gebe ich hier nicht viel Gas. Man muss auch sagen, der Klappenauspuff verändert seinen Ton, der wird noch sonorer, je weiter man gefahren ist, umso mehr wird durch die Hitze eben noch Dämmmaterial etc. abgebrannt. Das wird richtig sonor. Sonor. Also ein bisschen lauter. Ein bisschen lauter, ein bisschen bassiger, ein bisschen aggressiver. So. Der hat aber keinen Soundgenerator, braucht er nicht. Das brauchen wir nicht hier. Nein, das machen wir alles über den Auspuff. Sehr schön. So, Klimaautomatik mit drin, die ist regelbar. Klimaautomatik haben wir ganz genau. Ich stelle hier nur ein. Ich kann aber auch natürlich alles auf Defrost machen. Ich habe eine Heckscheibenheizung. Ich kann die Klimaanlage aber auch für die Rennstrecke ausmachen. So, und dann, das da vorne ist der Schlüssel, der da drin ist? Jawohl, wir haben eine ganz normale Schlüsselkarte, die allerdings wunderschön verpackt ist. Mach mal raus, was ist da drin? Bin mal gespannt. Da ist die wunderschöne Schlüsselkarte, Original Renault drin. Echt, ist die so wunderschön? Die ist wunderschön. Ach, die kenne ich noch früher aus dem wie hieß die ganz am Anfang der 2000er hatten die die hatten so ein Designmodell. So genau. Ja. Da war die drin, aber die machen das schon ewig bei Renault, oder? Mit dem Ding.
Ganz genau. Wichtig ist, im Fall aller Fälle, ich habe hier die Möglichkeit, noch ganz normal klassisch per Schlüssel die Tür aufzuschließen. Und sollte die Batterie mal noch ganz leer sein, habe ich hier eine Kontaktstelle, damit das Fahrzeug erkannt, ja, ich bin berechtigter Fahrer. Auch dann da lernt er den nochmal. Ganz genau. Nochmal kurz an. Ja. Ja, das kenne ich von Mercedes. Die haben auch so eine Stelle, da muss ich den Schlüssel einmal reinlegen nach längerer Zeit und dann sagen, hier bin ich, Jawohl. damit ich im Auto sein muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den nicht von außen einfach irgendwie entführen könnte. Ja, Sichtnähte. Sichtnähte sind hier klassisch zur Farbe passend in Blau, in Alpinbleu. Cool. Ja, du bist totaler Fan davon, man merkt das so. Also das ist auch nicht gespielt. Du machst das schon wie lange, als die Meldung kam, Alpin kam? Was hast du dir so gedacht? Oh je, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr lernen. Sagen wir mal so, ich werde bald alpinblaues Blut haben. Also ich mag die Marke, sie ist irgendwo ursprünglich, sie ist sehr, sehr sportlich, hat aber diese große sportliche Vergangenheit mit Weltmeistertiteln etc. Von daher sage ich, ich bin hier am richtigen Platz. Sehr schön. Komm, wir steigen nochmal aus. Also ich verweise noch auf eine Vielzahl von anderen Videos, die wir gedreht haben zum Thema Alpin. Denn hier in Saarbrücken habt ihr wirklich viele Alpin auch im Service. Ihr habt weit über 100 verkauft, so ist es. Und ihr habt jetzt viel Erfahrung. Und ja, wenn jemand mal was anderes haben möchte, Werterhalt, so Gebrauchte, gibt es überhaupt am Markt? Ganz wenige. Werterhalt ist sehr, sehr stabil, muss man absolut sagen. Es gibt wenige, denn von den ersten 1955 gebauten, nannte man auch die Première Edition, haben viele das Tageslicht nicht gesehen. Das sehen viele leider für mich als Werterhalt an. Museum oder was? Museum, Tiefgarage, wie auch immer. So, ja, prima. Marc, wie ist dein ganzer Name? Marc Jakob, Marc Alpin Jakob. Marc Alpin Jakob. Kann sich jeder Steht das im Ausweis bei dir, Alpin? demnächst als Künstlername. Du bist in Saarbrücken in der Straße, wie heißt sie? Wiesenstraße Nummer 8. Ja, die Hier meisten haben wir Leute unsere- kennen das hier. Hier gibt es einen VW-Händler schon seit 100 Jahren. Ganz genau. Wie hieß der früher? Großklos? Großklos hieß ja früher. Heute liegen wir mit einem Alpin Sonder eben genau gegenüber. Ansonsten haben wir noch die Renault Autogalerie GmbH Saar. Genau. So, den gibt es aber nur hier. Ihr habt mehrere Filialen von eurem Genau, Alpin gibt es aber nur hier in Saarbrücken. Gibt's nur hier in Saarbrücken eben taktisch clever hingesetzt zwischen der französischen, luxemburgischen und eben, ich sag's mal schmunzelnd, deutschen Grenze. Wir hier im Saarland, Herzen Europas. Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn Sie Lust haben, da steht da jetzt Preis nochmal von dem. Hier steht ungefähr 67.000. 67.000 roundabout. Tschüss, danke. Ich danke. Ciao.